Herzlich willkommen bei In die Ferne. Es ist Sommer, es ist heiß. Okay, heute nicht, heute regnet es eher und es ist relativ kühl. Aber ihr wisst, was ich meine. Im Sommer kann es manchmal richtig heiß werden und dann brütet es auch im Camper. Ja, und dann fragt man sich, was mache ich denn? Was mache ich gegen die Hitze im Camper? Das erfahrt ihr heute. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe mein Leben lang in Dachgeschosswohnungen gewohnt und da sind so einige Tricks zusammengekommen. Denn bekanntlich ist es in Dachgeschosswohnungen immer schön warm, muckelig, im Sommer ja. Und einige von diesen Tricks lassen sich auch im Camper anwenden. Und jetzt fangen wir mal mit den offensichtlichen Maßnahmen an, die man so einleiten kann, um kühl durch den Tag zu kommen. Punkt 1, parken, und zwar im Schatten. Also nicht nur da, wo jetzt Schatten ist, wenn ihr das Auto parken wollt, sondern der Camper sollte ja quasi im Verlauf des Tages auch noch im Schatten stehen, möglichst. Das heißt, überlegen, wo fällt der Schatten dann hin, wie bewegt er sich und dementsprechend den Wagen packen. Punkt 2, draußen kochen. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, entweder über so ein Thekenbrett, da den Kocher draufstellen, oder draußen auf einem kleinen Tischchen oder meinetwegen draußen auf der Erde oder einfach mal essen gehen, nicht selber kochen. Ja, auf jeden Fall nicht im Camper. Die Quellen für Hitzeflammen im Camper reduzieren, indem man draußen kocht oder draußen isst. Punkt 3, die Fenster von einem Camper natürlich mit Isolierung oder Verdunkelung abhängen. Also entweder ihr nehmt solche Thermovorhänge, die ein bisschen isolierend wirken und verdunkelt den Innenraum darüber. Ihr könnt aber auch so Rettungsdecken nehmen aus dem Erste-Hilfe-Kästchen oder ja, alles, was mit Alu bezogen ist, so Isomatten zum Beispiel. Dann gibt es natürlich noch die ganz offiziellen, die man mit Saugnäpfen reinmachen kann oder irgendwas mit Magnetrand befestigt. Auf jeden Fall irgendwie verdunkeln und mit ISO-Seite die Sonne draußen halten. Punkt 4. Nasse Tücher im Camper aufhängen. Also das ist jetzt nicht mehr nass, aber es war nass. Geht mit Magneten, geht aber auch mit den Spannseilen, von denen ich euch schon mal erzählt habe. Ja, generell einfach dafür sorgen, dass es irgendwie Verdunstung im Wagen gibt und darüber ein kleiner Kühlungseffekt eintritt. Punkt Nummer 5. Einen nassen Waschlappen auf die Stirn, auf den Kopf oder ein nasses Handtuch um die Schultern, damit man halt da, wo so schön das Blut durchgeht und so, dass man da ein bisschen runterkühlt. Punkt Nummer 6. Nasse Socken anziehen. Ich weiß nicht warum, aber gerade an den Füßen, also ich glaube immer Extremitäten, ne, wie Kopf oder Füße, wenn da kalt ist, dann kühlt der Rest auch ein bisschen runter. Also nasse Socken anziehen. Ist wirklich nur was für die Hartgesottenen. Also ihr müsst dann nicht mehr in die Schuhe reingehen, ne? Könnt ihr euch etwas schön im Camper hinlegen zum Entspannen. Punkt Nummer 7. Kühlmatten. Was das ist, erfahrt ihr nach der nächsten Maus. Und zwar gibt es sie aus dem Heimtierbereich. Das nutzen Leute normalerweise für ihre Hunde, weil die sich im Sommer ja so schlecht runterkühlen können manchmal. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Ich habe euch diverse in der Infobox verlinkt. Also ein Unternehmen davon ist auch ein Berliner Unternehmen, falls ihr das jetzt nicht von sehr weit weg bestellen wollt. Die gibt es so ab, ich würde mal sagen, 35 € bis 50 €. Die größte Matte, die ich gefunden habe, war so um die 50 €. Und das Prinzip ist, da ist halt ein Kühlgel drin, das über Druck aktiviert wird. Das heißt, sobald ihr drauf liegt oder drauf sitzt, kühlt es. Es kühlt allerdings nur 2 bis 3 Stunden. Wenn ihr also dann wieder runtergeht, braucht das so ungefähr 20 Minuten. Und dann ja, kühlt es sich wieder ab und dann könnt ihr es wieder benutzen. Ist ein bisschen schlecht für in der Nacht, aber zum Einschlafen sollte es auf jeden Fall reichen. Die Dinger können gefaltet und gerollt werden. Sind natürlich ein bisschen schwerer wegen des Gels, aber ja, ihr braucht dafür auch keinen Strom, sonst gar nichts, keinen Kühlschrank. Also Punkt 8, Kühldecken. Die funktionieren sehr ähnlich wie diese Matten, nur die Matten sind schwerer und dicker und die Kühldecken sind ein bisschen dünner und die gibt es auch in größeren Größen. Die größte Größe, die ich gefunden habe, war 2,20 Meter mal 2,20 Meter. Könnt ihr in der Infobox sehen und euch angucken. Ja, gleiches Prinzip, braucht keinen Strom, müsst ihr nicht ins Gefrierfach packen. Ich vermute, dass die Matten ein kleines bisschen besser funktionieren, aber ihr könnt euch da mal die Rezensionen durchlesen. Die Menschen sind trotzdem recht zufrieden mit diesen Decken. Ist auf jeden Fall eine Idee, um euch im Camper ein bisschen abzukühlen. Nächster Punkt, ein USB-betriebener Ventilator, also so ein mobiler Handventilator. Die Dinger halten, also die ich gefunden habe, bis zu 17 Stunden. Ja,
Genau. Könnt ihr dann einfach wenn ihr ein Solarpack habt, aufladen oder zu Hause aufladen. Und dann 17 Stunden Ventilatorleistung, das ist kommt man schon mal ein bisschen hin, würde ich sagen. Und die gibt es ab 17 Euro, habe ich euch ein paar in der Infobox verlinkt. Nächster Punkt, habe ich vergessen, Kühlakkus. Und zwar, ihr wisst ja, ne, mehrfach nutzen bin ich ein Freund von. Ich nutze ja diese Easy2Cool Kühlakkus und da gibt es die kleinen von, die 440 Gramm Packung. Und es gibt die 1200 Gramm Kühlakkus. Die lege ich mir dann ins Gefrierfach und dann sind die sind so groß wie ein kleines Kissen. Und dann lasse ich die so ein bisschen antauen, nachdem die durchgefroren sind und lege mir so entweder ein Handtuch oder so einen Kopfkissenbezug drüber. Und dann schlafe ich die Nacht über da drauf. Die halten wirklich die komplette Nacht durch. Mit so einem konventionellen Akku wird das nicht gehen. Aber hat mir auf jeden Fall letzten Sommer hier ziemlich kühlen Kopf bewahrt in der Nacht, wo es so heiß war. Was ihr noch machen könnt, ist mit Hilfe von diesen ultrastarken Magneten oder Saugnetzen ein großes Tuch oder ein Tarp zu spannen außerhalb des Campers, dass ihr außerhalb des Campers ein bisschen Schatten erzeugen könnt, in dem ihr sitzen könnt. Dann müsst ihr nämlich nicht im Camper sitzen, wenn es da drin sehr heiß ist, sondern könnt da vielleicht einfach sitzen, wo ein kleines laues Lüftchen weht. Jetzt kommt ein Special-Tipp von meiner Oma und von allen Leuten, die in Dachgeschosswohnungen wohnen, den kann ich das auch nur empfehlen. Ich habe damals, wenn ich da arbeiten musste, habe ich mir so eine Spülschüssel geholt, eine große, habe die voll gemacht mit eiskaltem Wasser, habe die unter meinen Schreibtischstuhl gestellt, meine Füße da reingemacht und mir in den Nacken dieses nasse Handtuch gelegt, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, und dann den Ventilator auf mich gerichtet. Und die Fenster natürlich sperrangelweit offen, das gilt natürlich auch für den Camper. Und dieses Fußbad oder quasi kaltes Wasser an die Füße und da drin sitzen, das könnt ihr natürlich im Camper genauso machen. Mit großer Wahrscheinlichkeit habt ihr ja irgendwie so eine Schüssel hier am Start. Und ansonsten, ja, viele von euch haben auch diese klappfaltbaren Spülschüsseln. Damit geht das natürlich auch super. Einfach mal eine Ladung Wasser da rein oder so ein Beutel Eiswürfel und dann runterkühlen. So, und der letzte Tipp, der ist von meiner Uroma. Und zwar gibt es so Zeug, mit dem man sich einschmieren kann, das mit Menthol kühlt. In Österreich kennt man das unter dem Namen Diana. Das Zeug ist wirklich krass. Man denkt erst, das wirkt jetzt nicht so viel, aber nach einer gewissen Zeit entfaltet das eine Kälte. Da denkt man sich, holla die Waldfee, ich möchte mich bitte schnell wieder zudecken, selbst im Hochsommer. Die etwas weniger krasse Variante davon ist Franzbranntwein, das kennt man auch in Deutschland, oder Retterspitz, so heißt das. Das ist dann halt so mit ätherischen Ölen und so. Das ist nicht so geil für Allergiker. Also da würde ich vielleicht aufpassen, wenn ihr wisst, ihr habt da Probleme. Für euch käme auch sowas wie Thermalspray in Frage. Das ist nur ein bisschen sehr teures Wasser, aber auch sehr angenehm, sich das mit so einer Sprühflasche ins Gesicht zu hauen. Wenn ihr es ein bisschen günstiger haben wollt, könnt ihr auch einfach eine normale, handelsübliche Sprühflasche mit Wasser nehmen und das euch ab und zu einfach damit einsprühen. Und ansonsten Aloe Vera Gel so auf den Außenbereich des Körpers. Nicht nur schön, wenn man Sonnenbrand kühlen will, sondern auch manchmal einfach so. Fazit. Es gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten, sich im Camper runterzukühlen und irgendwas gegen die Hitze zu tun, im Hochsommer oder wenn es einfach warm ist. Die Sachen müssen nicht viel kosten. So, das kann irgendwas sein, was man schon mit an Bord hat. Man muss ein bisschen clever nachdenken, dass man morgens und abends lüftet, wenn es noch nicht so heiß ist. Aber das wisst ihr, das muss ich euch nicht erzählen. Ich hoffe, es waren noch ein paar hilfreiche Tipps dabei. Die eine oder andere Sache, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche Tipps und Tricks ihr so habt, um im Sommer im Camper irgendwie runterzukühlen, dass es da nicht so heiß wird. Ja, das würde mich mal interessieren, ob ihr da noch irgendwas kennt, wovon ich noch nichts gehört habe. Falls ihr das Video übrigens hilfreich findet, ne, wisst ihr Bescheid, gebt mir einen Daumen nach oben, dann wissen wir auch Bescheid. So, und falls ihr jetzt sagt, ich will jetzt noch weiter gucken, verlinke ich euch hier oben mal das Video über meine Kühllösung, also meinen Kühlschrank, selbst gebaut, mit diesen Spezialkühlakkus. Da komme ich 5 Tage ohne Strom, kann ich 5 Tage ohne Strom kühlen. Da, wenn ihr es sehen wollt, da reinklicken. Und ansonsten passend zum Sommer noch mehr über Kühlmöglichkeiten, günstige Kühlmöglichkeiten. Was kann man alles machen, wenn man keinen Bock auf einen Kühlschrank oder eine Kompressorkühlbox mit Strom hat? Hier unten gibt es noch ein Video. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von Chantal Stauder. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder. Der Mann hinter der Kamera ist der kleine blaue Elefant. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.